Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Neulich startete ich eine Umfrage in Form eines Community-Posts. Es ging bei dieser Umfrage um Videos, die ich eigentlich nie veröffentlichen wollte. Ja, Videos mit seltsamen Ideen, mit unausgereiften Überlegungen, mit Einfällen, die vielleicht, wenn überhaupt, nur sehr wenigen Zuschauern in irgendeiner Form sinnvoll erscheinen oder vielleicht sogar hilfreich sind. Ja, andererseits kann man auf solchen Ideen vielleicht aufbauen, sich darüber austauschen und dann entsteht auch was Neues. Also das kann auch passieren. Deswegen habe ich mich entschlossen, diese Umfrage zu machen und die verlief insgesamt sehr positiv. Über 90% stimmten für Ja, mach mal. Also das hat mich dann bestätigt und ja, ich hätte mir das Ergebnis so nicht erwartet, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir sehen, was dabei passiert und wenn es gut ankommt, werden auch weitere Teile folgen. Diese Videos werden in etwa so ablaufen, dass ich eine oder vielleicht auch mehrere Ideen zeige. Am Ende des Videos gehe ich dann kurz darauf ein, was ich selbst an dem jeweiligen Einfall oder diesen Ideen nicht so gut finde. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Heute geht es um zwei Ideen, die mit dem OpenL Outdoor Nummer 8 zu tun haben. Also ich lege hier alles andere mal kurz weg. Laut OpenL ist das Outdoor für Aktivitäten wie beispielsweise Trekking, Bergsteigen, Segeln und vieles mehr geeignet. Wir haben beim OpenL Outdoor einen sehr prägnanten Klingendurchbruch. Der dient nicht zur Einhandöffnung. Das geht zwar auch, aber er dient nicht dazu. Das ist ein Schäkelöffner. Das heißt, ich stelle die Klinge mit dem Viroblock fest und dann kann ich hier diesen Schäkel auf- und zuschrauben. Ja, so Schäkel hat man im Segelsport oder auch manchmal beim Klettern oder Bergsteigen dabei. Das funktioniert, wie gesagt, sehr gut, ist auch eine sichere Sache. Man kann die Klinge verriegeln und man muss halt einfach so arbeiten, dass man nicht in die Klinge kommt. Auf den Schäkelöffner möchte ich eigentlich auch gar nicht weiter eingehen, aber das Prinzip, dachte ich mir, könnte man eigentlich auf den Leatherman Bithalter umsetzen. Das heißt, ich verriegel hier die Klinge im geschlossenen Zustand und dann kann ich die Klinge hier trotzdem so minimal aus dem Heft ziehen und den Bithalter hier einklemmen. Ja, das war dann die Idee und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie das in der Praxis funktioniert. Ja, wie man sieht, hier wäre eine Ratschenfunktion von Vorteil. Ja, die habe ich jetzt leider nicht. Insofern muss es jetzt so gehen. Insgesamt geht das ganz gut. Ist halt letztendlich wie bei einem ganz normalen Schraubendreher. Und bei den Leatherman Bits hat man ja wirklich auch massig Auswahl. Also da gibt es Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitz, dann gibt es Torx, Innensechskant. Ja, also man hat da viele, viele Möglichkeiten, wo man das dann auch einsetzen könnte. Jetzt kommt die zweite Idee zum OpenL Outdoor Nummer 8. Bei diesen Outdoor-Messern von OpenL ist jedes Mal so eine kleine Pfeife verbaut, also so eine Signalpfeife oder Notfallpfeife, die ist auch ziemlich laut. Ich blase hier mal ganz kurz rein. Also das geht natürlich auch deutlich lauter, aber das wollte ich euch jetzt nicht antun. Ja, wie auch immer, es gab einen schönen Zufall im Sommer 2018. Da lagen genau diese beiden Messer nebeneinander. Das habe ich vom Flohmarkt gekauft für sehr, sehr wenig Geld. Aus einem Grund. Hier ist ja die Slipjoint-Feder kaputt. Hat mich nicht gestört. Ich dachte mir, zum Basteln reicht das allemal. Ja, und als die so nebeneinander lagen, dachte ich mir, ja, ich habe hier zwei Öffnungen in der Pfeife und vielleicht passt hier Zahnstocher und Pinzette rein. Das habe ich auch direkt ausprobiert und ja, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Hat mir so natürlich nicht gefallen, also fand ich einfach nicht schön gelöst. Ja, hier sieht man dann, dass ich kurzzeitig versucht habe, hier das so ein bisschen rauszuschleifen. Das hat mir aber auch nicht gefallen. Ich dachte mir, ich möchte das unverbastelt lassen. Das wäre einfach die schönste und sauberste Lösung. Ja, ich habe einfach Zahnstocher und Pinzette um 180 Grad gedreht und dann hat es zwar perfekt gepasst, aber dann ergab sich natürlich ein neues Problem. Jetzt kommt man hier nicht mehr ran.
Ja, so ist das dann manchmal, wenn man Ideen hat, dann folgt ein Problem nach dem anderen, aber war jetzt auch nicht schlimm. Ich habe mir dann eine kleine Büroklammer genommen und die habe ich mir gekürzt und zurechtgebogen und habe die hier in der kleinen Lanyardöse hier untergebracht. Also die kann ich hier rein und rausziehen und die sitzt auch wirklich sehr fest. Die dient mir jetzt hier als Ziehhilfe und so könnte man das bewerkstelligen. Ist natürlich ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. Ja, das funktioniert auch beim Opinel Explore und beim Outdoor Junior. Allerdings muss ich sagen, am allerbesten funktioniert es tatsächlich beim Outdoor Nummer 8. Und ja, da gibt es tatsächlich kleine Unterschiede. Also hier ist alles so ein bisschen enger gebaut und da würde man das eigentlich nur so unterbekommen. Sonst bekommt man es hinten nicht mehr rausgezogen. Und da liegt das Hauptproblem. Und ja, jetzt habe ich hier schon das Problem. Ja, deswegen das Outdoor Nummer 8 eignet sich mit Abstand am besten dafür. Ja, das waren jetzt erstmal meine beiden Ideen. Und zu beiden kommt jetzt auch eine kurze Reflexion. Zur ersten Idee mit dem Leatherman Bitset. Ich sag's mal so, es ist gut zu wissen, dass es funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier jemand dieses nicht gerade günstige Bitset und vielleicht auch noch diesen Bithalter kauft, um sein Opinel Outdoor damit aufzurüsten, ja, die halte ich dann doch für gering. Und andersrum muss ich auch sagen, es wird sich wahrscheinlich kaum jemand, der das besitzt, extra deswegen ein Opinel kaufen. Ja, wenn man es zufällig zu Hause hat, dann ist das vielleicht eine ganz schöne Sache, das zu wissen. Aber ansonsten, ja, man muss auch dazu sagen, es lässt sich nicht sonderlich komfortabel damit arbeiten. Das muss man ehrlich zugeben. Und es hinterlässt hier auch Spuren im Kunststoffgriff. Also mich stört das jetzt hier nicht, weil das ist hier sowieso mein Bastelmesser. Man sieht, dass das ziemlich runtergerockt ist. Aber ja, wenn das Messer dann neu ist oder so, dann kann das schon ziemlich blöd ausschauen. Ansonsten muss man auch sagen, es gibt bereits das Opinel DIY und das hätte ja quasi hier schon diesen Bithalter verbaut. Ja, dann könnte man sich das hier alles sparen. Ja, nun gut. Ich habe es probiert. Es ist vielleicht, wie gesagt, gut zu wissen, dass es gehen würde, aber es ist dann doch sehr, sehr stark improvisiert. Übrigens, ein normaler Bithalter würde hier nicht reinpassen. Also das funktioniert leider nicht. Aber gut, egal. Kommen wir zur Idee Nummer 2. Ich mache hier mal kurz ein bisschen Platz. Ja, die Idee Nummer 2 gefällt mir eigentlich insgesamt schon ganz gut, muss ich sagen. Also es ist alles ein bisschen umständlich, gebe ich offen zu. Also dass man hier zum Beispiel das hier mal erst rausziehen muss, um dann letztendlich an Zahnstocher und Pinzette zu kommen. Das ist ja bestimmt nicht jedermanns Sache. Ansonsten könnten hier natürlich auch hygienische Bedenken eine Rolle spielen. Also wer weiß, wo Pinzette oder auch Zahnstocher vorher waren und danach macht man das vielleicht nicht sauber und steckt das dann hier wieder in die Pfeife. Dann benutzt man die Pfeife vielleicht mal, keine Ahnung. Also ja, für mich ist das so in Ordnung. Ich weiß damit umzugehen und ich kann auch hier wirklich Vorteile erkennen. Aber ich kann auch verstehen, wenn da jemand Vorbehalte gegen hat. Und ja, abgesehen mal davon, letztendlich das Ding hier ist 58 mm groß. Also man könnte sich auch einfach einen Victorinox Classic kaufen und immer mit sich führen. Also zusätzlich, das würde auch gehen. Naja, wie gesagt, ich habe es mal probiert. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht als Idee. Ach ja, übrigens, das sind hier so diese ganz normalen Pinzetten der 91er Modelle. Die haben ja den Unterschied zu den, jetzt muss ich das hier mal kurz rausziehen, 58er Modellen. Da ist der Kopf gerade und beim anderen ist er leicht angeschrägt. Also diese Pinzette würde auch noch reinpassen. Anders verhält sich es beim Zahnstocher, der ist hier dann doch ordentlich größer.
Also das mit den 91 Modellen würde in diesem Fall hier nicht funktionieren, wollte ich bloß mal sagen. Man braucht definitiv die Ausstattung eines 58 mm Modells, falls man das nachbauen will. Gut, so viel dazu. Das waren meine beiden Ideen. Ja, jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von diesen Ideen? Findet ihr es komplett abwegig oder findet ihr es irgendwie auch gut? Ja, vielleicht ist das ja eine Option für so manchen, ich weiß es nicht. Kommentare sind auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Ich würde sagen, das war's dann. Die erste Folge der Videos bzw. der Ideen, die ich nie veröffentlichen wollte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.